Ja. Ja? Ja. Okay. Löppt. Wovon ist los? Löppt sich ans Treche, Hübenbecke. Herzlich willkommen zur 91. Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Dieses Mal wird's lehrreich. Und zwar so richtig. Pete schlüpft wieder einmal in die Rolle des neugierigen Schülers und quetscht Mel über typische Begrifflichkeiten in der Scrapbook-Welt aus. Was ist ein Layout? Wozu braucht man ein Journaling? Und warum hat ein Sketch nichts mit Comedy zu tun? Mel erklärt, Pete fragt und am Ende sind wir alle ein bisschen schlauer. Oder zumindest besser vorbereitet für die nächste Bastel-Quiz-Show. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 91. Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Yay! Yay! Neben mir sitzt wieder die bezaubernde Mel. Oh, bezaubert hat mich lange keiner mehr genannt. Darf So. ich wiederkommen? Dann wird's ja mal Zeit. Sehr schön. Und heute machen wir mal so eine Art Vokabeltest, beziehungsweise Teil 1 davon. Wir haben 2 Teile für euch. Die ganzen Fachbegriffe, die man so bei Scrapbooking benutzt. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich was die Hörer sehr interessiert. Ich habe dazu auch in der letzten Zeit ein paar Nachrichten gekriegt von unseren Kunden, Ja. die nämlich gesagt haben, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen, was ist ein Journal und was ist Journaling und wo benutze ich was und was ist das alles überhaupt? Und tatsächlich, gerade für Anfänger ist das, glaube ich, schon eine Kiste, die nicht so selbsterklärend ist, weil, naja, wie überall, du hast halt Fachvokabular Ja, eben. und da musst du dich irgendwie reinpuzzeln. Und da wollen wir heute mal ein bisschen aufklären. Ja. In unserem Fall ist es ja nur auch so, dass vieles davon englische Begriffe hat. Ja, natürlich. Wir haben ja das Scrapbooking, wie wir das jetzt so kennen. Ja. Ne? Layout-Scrapbooking in der Form, das ist ja, kommt aus Amerika, ne? Oder aus dem englischsprachigen Raum. Ich glaube, so ganz ursprünglich, ne? Wenn man da mal die Definition bei Wikipedia anguckt, dann war es sogar eher britisch als amerikanisch. Okay. Also was den Begriff angeht, weil Ja. das Scrapbooking selber hatte ursprünglich mal gar nicht so viel zu tun mit ich mache halt irgendwie bunte Bildchen und klebe damit mein Fotoalbum, sondern es ging eher darum, Chroniken zu erstellen von bekannten Menschen oder wichtigen Menschen. Und die Scraps in dem Scrapbook sind jetzt auch nicht unbedingt Papierschnipsel, sondern die Lebensschnipsel, die man da zusammenträgt. Also Ja, das ist so klar. diese ursprüngliche Definition. Das hat sich natürlich heute so ein bisschen davon entfernt. Ja, Und gut. So. So, und du hast uns hier mal eine schöne Liste gemacht, die wir jetzt gemeinsam mal ein bisschen abarbeiten. Genau, also mit ganz wichtig Augenmerk darauf, das ist jetzt bestimmt nicht vollständig, es gibt noch links und rechts so viel mehr, aber das sind so die Dinge gewesen, die mir einfach so als erstes eingefallen sind oder wo ich das Gefühl hatte, die werden im Zusammenhang mit dem Hobby halt auch oft verwendet und auch öfter mal nachgefragt. Dann fangen wir doch direkt mal an. Also das Scrapbooking an sich hast du ja schon so ein bisschen definiert. Ja, Dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Also häufig verwendete Begriffe, haben wir gesagt. Und der erste wäre zum Beispiel das Layout. genau, das Layout. Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Was ist denn überhaupt so ein Layout? Das ist ja auch so ein wahnsinnig klingender Begriff. Ja. In unserem Fall bedeutet das eigentlich nichts weiter als eine gestaltete Seite. Die Aufmachung, ne? Genau. Ne? Also Layout, man kennt das ja auch aus anderen Bereichen, was weiß ich, Zeitung zum Beispiel. Ja? Ja. Also eine Zeitung hat in der Regel ein Layout, das heißt, ich habe irgendwie eine Headline, also eine Titelzeile und ich habe da drunter einen Text und dann habe ich irgendwie noch ein Foto oder 2 und unten drunter noch, wer es gemacht hat, wie auch immer. Und so wird es dann halt gelayoutet. So, und das machen wir auf unseren Layouts halt auch, nämlich, dass wir unsere Seite aufteilen in Bereiche, wo Dekoration ist und wo Fotos sind und wo Text steht und genau, und dieses Ganze zusammen heißt dann Layout. Ja. Ja, man kennt es zum Beispiel ja auch so im Bereich Internet, wenn man eine Homepage einrichten Ja, will. natürlich. Da musst du dir ja auch oftmals so aussuchen, welches Layout möchtest du. Ja, genau. Wo soll der Reiter sein? Soll das oben sein? Soll es an der Seite sein? Ja. Also da hat man dann wirklich so diesen Grundaufbau, der damit eigentlich erklärt wird oder beschrieben Ja, wird. genau. Aber ich glaube, für viele Leute ist halt das so ein bisschen mystisch, wo man sagt, oh, ein Layout. Weil wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir gestalten eine Fotoalbumseite, vielleicht denkt man da dann auch so ein bisschen, naja, an das, wie man das so früher hatte. Ne? So irgendwie Mit diesen Klebeecken, Genau. wo du das dann so reindrückst.
Ja, genau. Oh Gott, diese Klebeecken oder diese Fotoecken, ich finde die so fürchterlich. Und dann noch diese Knisterpapiere, die dazwischen waren. Ja, dieses Backpapier, mit diesem Spinnenmuster am besten. Ja, noch genau. dieses, oh, ja. Ja, gut, aber das hat man dann vielleicht so im Kopf, wenn man denkt, so Fotoalbumseite. Wobei, wenn man das dann auch mal runterbricht, ist auch das ein Layout. Ja, natürlich. So. Und viele dekorieren es ja auch. Haben es ja früher auch schon gemacht mit irgendwie Schnuller-Aufklebern oder irgendwas drunter geschrieben. Bibis erster Zahn oder... Der ist hoffentlich nicht drin, das fände ich jetzt ein bisschen skurril. Okay, das war also Layout. So, Der nächste Begriff wäre Sketch. ja, genau. Denke ich eher so an Theater oder sowas. Ja, genau. Da haben wir, wie heißt denn das noch, dieses Kinderspiel? Zwei Begriffe, eine Bedeutung. Oder das gleiche Wort, zwei Bedeutungen, so rum. Teekesselchen. Oh, das kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Nee. Nee, da hat man früher, man hat sich dann ein Wort ausgesucht, das halt zwei Bedeutungen haben kann. Und dann musste man das beschreiben, ohne das zu nennen. Und Ja. dann mussten die anderen in der Schulklasse raten, was dann wohl gemeint ist. Okay. Ja. Der Sketch ist in unserem Fall eine Skizze. Also Sketchen bedeutet auch skizzieren. Ja, klar. Und diese Skizze ist ein Hilfsmittel, um ein Layout aufzubauen. Dass du dir quasi schon vorzeichnest, wo du was hinhaben möchtest zum Beispiel? Genau, also wir haben das auch regelmäßig in unserer Layout-Gruppe, oder in der Layout-WhatsApp-Gruppe, dass wir da Sketches zeigen, die einfach einladen, damit zu spielen und Layouts umzusetzen. Das Schöne daran ist einfach, du hast auf so einem Sketch quasi die wichtigen Punkte eines Layouts abgefrühstückt. Das heißt, du siehst, wo du zum Beispiel dein Designpapier positionierst und wo das Foto positioniert wird und wo der Titel positioniert wird. Und dann hast du im Vorwege einfach schon mal eine Idee davon, wie das am Ende aussehen kann. Ich finde das gerade für Anfänger eine ganz schöne Sache, weil man sich einfach auf das Material und diese Dinge konzentrieren kann und sich nicht auch noch irgendwas ganz doll ausdenken muss. Aber auch für Fortgeschrittene ist das einfach eine total coole Sache, weil man dann einfach auch sagen kann, okay, ich blende das jetzt mal aus, wie ich es aufbauen muss, weil was wohin kommt, weiß ich ungefähr. Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Techniken experimentieren und darauf meinen Fokus legen. Und weiß aber auch, da verunfallt mir nicht unterwegs irgendwas, sondern ich habe eine ungefähre Gelinggarantie. Das ist eine sehr schöne Sache, finde ich. Ja, das stimmt. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Begriff. Liften. Ja. Denkt man eher so an Schönheits-OP. Oh Gott. Ja, du hast das mit dem Assoziieren gerade echt drauf. Ja, Liften. Guck mal, das wäre mir jetzt in dem Zusammenhang... Oder Fahrstuhlfahren. Das mit dem Fahrstuhlfahren ist gar nicht so verkehrt, weil Liften in unserem Fall bedeutet tatsächlich, es auf die nächste Stufe zu bringen. Aha. Also Sketche und Liften, das wird oft auch so ein bisschen durcheinander geschmissen. Oder dass Leute sagen, ich lifte einen Sketch. Also ein Sketch zu liften ist irgendwie Quatsch. Liften bedeutet, dass du ein Layout hast, ein fertiges Layout, das du als Grundlage nimmst und daraus dann ein eigenes Layout machst. Das kann sehr eng an der Vorgabe sein, bis hin eigentlich fast zur Kopie. Ja. Das kann sich aber auch sehr weit davon weg entfernen, wenn du zum Beispiel einzelne Elemente übernimmst. Also du musst nicht ein ganzes Layout 1:1 so liften, sondern du kannst zum Beispiel auch sagen, mir gefällt die Farbkombination. Ja. Das ist jetzt da mein Inspirationsding und damit gehe ich dann auf die nächste Stufe für mein Layout, das nehme ich mit und mache dann was Eigenes. Oder ich lifte ein Thema. Oder ich lifte einfach nur das Arrangement der Fotos. Oder man kann auch einen Titel liften, also man kann alles Mögliche liften. Also alles, was inhaltlich in einem Layout ist, kann mich inspirieren, das weiter zu transportieren. Aber ich kann auch variieren, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Layout habe, wo, keine Ahnung, da sind jetzt irgendwie 5 Kreise drauf, Dekokrams aus Papier geschnitten, aus irgendwelchen Gründen. Und ich sage, die Anordnung gefällt mir, aber auf Kreise habe ich jetzt gerade keinen Bock, die ersetze ich jetzt durch Dreiecke. Dann ist das trotzdem Lift, weil ich die Anordnung übernommen habe. Ach so. Aber du veränderst dann den... Genau, oder ich kann halt auch was zufügen oder weglassen. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Ich weiß, dass das manchmal auch so ein bisschen diskutiert wird. Ist das jetzt noch ein Lift? Darf man das so oder darf man das nicht? Man darf alles. Ja, gerade beim Basteln, also Ja, sollte man meinen. eigentlich schon. Aber das ist halt, wie gesagt, dadurch, dass das manchmal so vermixt benutzt wird, die Begrifflichkeit, dann kann natürlich eins zum anderen sich da auch noch mal so ein bisschen vertüdeln. Ja gut, Sketchliften hatten wir ja in So. dem Fall als Beispiel. Ja. Der nächste Begriff, Journaling. Ja, das ist einer meiner Lieblingsbegriffe. Ich denke an Journal, also so Zeitschrift, sag ich mal, so der Aufbau vielleicht. Ja,
Journaling bedeutet tatsächlich, also kommt von Journal. Journal ist eigentlich ein Notizbuch, ein Tagebuch. Und das Journaling auf einem Layout ist ein Text zu dem Bild oder zu der Geschichte, die man mit dem Layout erzählen möchte. Ja. Das kann ganz, ganz umfangreich sein. Das können auch einfach nur 2 Stichpunkte sein. Also auch da ist man relativ frei. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich weiß zum Beispiel viele, die nicht gerne ihre Handschrift leiden mögen, die schreiben das zum Beispiel auf der Schreibmaschine oder am Rechner vor und schneiden sich dann so Papierstreifen, die so dekorativ dann mit dem Text aufgeklebt werden. Man kann natürlich auch Journaling stempeln oder man kann natürlich einen passenden Stempelspruch sozusagen ersatzweise als Journaling einsetzen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Dann gibt es noch als Spielart das Hidden Journaling zum Beispiel, das versteckte Journaling. Okay. Weil es kann ja auch mal sein, dass eine Sache irgendwie sehr privat ist. Ach so. Und du möchtest nicht, dass wenn jemand irgendwie dein Fotoalbum durchblättert, dass das sofort so rauskommt. Dann hast du die Möglichkeit, dieses Journaling zum Beispiel ein bisschen zu verstecken, indem du das vielleicht hinter ein Foto schiebst oder so eine kleine Tasche mit drauf bastelst, wo man das so reinschieben kann, einen kleinen Umschlag oder irgendwas. Ja, das ist die Geschichte mit dem Journaling. Und ich finde Journaling tatsächlich super, super wichtig, weil einfach... Da hatten wir es ja auch gerade von, die Story, die hinter so einem Foto ist, wo man dann denkt, ja, das merke ich mir für immer. Ja, und 5 Jahre später stellst du fest, ach nee, doch nicht. Ja. Und das ist dann so viel wert, einfach das dann nochmal schriftlich zu haben oder auch selber mal zu sehen, okay, damals hatte ich die und die Gedanken dazu. Man verändert ja auch manchmal Sichtweisen so im Laufe seines Lebens. Ja, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal was habe, was weiß ich habe irgendwie ein ernstes Thema verscrapt, weil mich das gerade ganz fürchterlich berührt hat. Und dann gucke ich mir das 5, 8, 10 Jahre später an und kann dann vielleicht auch ein bisschen über mich selber schmunzeln und sagen, boah, das war damals irgendwie so ein wahnsinniges Drama, heute finde ich das gar nicht mehr so schlimm. Also man sieht daran auch die eigene Entwicklung und das finde ich unheimlich spannend. Auf jeden Fall. So, da muss ich mir noch mal eben kurz helfen. Embellishments. Embellishments. Das ist ein geiles Wort, oder? Ja. Embellishments bedeutet in unserem Fall tatsächlich einfach ganz schnöd Deko. Oh, so. Ja. Warum sagt man das dann nicht? Ja, wieder diese Geschichte mit der Fachsprache, es klingt halt einfach so unheimlich toll. Ne? Also... Wie wir ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt hatten, Supervisor klingt ja auch interessanter als Vorarbeiter. Definitiv. Also damit ist man gleich viel, viel wichtiger. Aber hallo. Verdient auch mehr, oder? Bestimmt. Bestimmt. Also wir schneizen mal jetzt kräftig mit den Hosenträgern. Ja, genau. Ja, aber Nomen ist Omen und so. Aber auch das kommt halt daher, dass wir viel von diesem ganzen Zubehörkrams, also diese Scrapbooking-Industrie, die hat sich ja in Amerika entwickelt und ist dann halt irgendwann nach Deutschland rüber geschwappt. Und deshalb sind natürlich die Dinge, die man dann damals importiert hat, die hatten halt diese Namen. Das hat man dann übernommen. Und bestimmt verkauft sich halt ein Embellishment dann auch nochmal irgendwie exklusiver und anders als Deko. Ein Deko. So. Aber Embellishment kann auch wieder alles Mögliche sein. Also es können gekaufte Dinge sein, speziell dafür. Es können Standsteile sein, es können Aufkleber sein, es kann irgendwas sein, was du draußen gefunden hast. Gepresste Blätter, eine Vogelfeder vom Strand, irgendwie Strandurlaub, Möwenfeder eingebaut, ist auch ein Embellishment. Man hat zum Beispiel, gab es mal eine Zeit, ich weiß nicht genau, das war so 2010 oder so, da hat man so ganz doll irgendwie Knöpfe und so ein Kram benutzt. Ja, Knöpfe und Spitzenbänder und so vintagigen Krams, das war ganz fürchterlich hip, konnte man dann auch kaufen. Ne? So, ich weiß, meine erste gekaufte Scrapbooking-Papierkollektion war damals von Basic Grey, die gibt es ja nun leider auch schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ja. Und da gab es eine Serie, die hieß Little Black Dress. Das waren so Designs in Neutralfarben und halt auch so, was weiß ich, so Spitzenstrukturen oder sowas. Ne? Und also sehr vintageig, also ich würde heute sagen, aber das musste ich unbedingt haben, der ganz heiße Scheiß. Und da gab es zum Beispiel auch wirklich dann passende Knöpfe. Ne? So ein kleines Schächtelchen mit so einer Handvoll grau-weiß-beigen Knöpfen für horrendes Geld musste ich haben. Arm beruhigt immer. Auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht kommt es nochmal wieder. Die Knöpfe gibt es noch. Coke? Ja, wer weiß, ob man es nicht irgendwann nochmal, also wegtun ist ja für uns Scrapbooker immer schwierig. Ja, überhaupt Bastler. Oder für Bastler, ja. Also wir sind ja schon alle irgendwie Jäger und Sammler. Ist so. Ja. So, für alle notorischen bastelwütigen Sammler,
Heute üben wir mal eine leere Küchenrolle wegzuschmeißen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Also da sprichst du auch was an. Das ist eine Erfahrung, die ich in meinen Workshops, also in den Live-Workshops auch schon machen konnte. Weißt du, ich mache da halt meinen Kram, ich bastel das da vor und dann habe ich da irgendwie noch so ein Stück Papier und schmeiß das halt weg und dann kommen direkt, das kannst du doch nicht wegschmeißen. Ja, genau. Ich denke, doch, kann ich. Und dann habe ich wirklich, also es gibt so eine Veranstaltung, die ich auch ganz regelmäßig besuche, 2-mal im Jahr, bin ich in Ludwigsburg. Da machen wir 3 Tage die große Sause zusammen mit meiner lieben Melli, die Melli Wensky, die auch bei uns im Designteam ist. Wir treffen uns dann in Ludwigsburg und haben da ganz viel Spaß. Und die Mädels dort, also wir haben da ganz viele Wiederholungstäter und das ist ein Thema, das wir dann immer wieder mal ansprechen und sagen, okay, komm, letztes Mal haben wir den Schnipsel weggeschmissen, was schaffen wir denn dieses Mal? Ja. Man kann das lernen, aber gerade dieses, weil du es gerade sagtest, die Haushaltsrolle, wir haben ja immer dann noch so einen Running Gag zum Thema Klorollen basteln, weil ich gesagt habe, das geht so gar nicht. Du kannst mit mir alles machen, aber weil da irgendwie, ich weiß nicht, von wem diese Frage mal kam, ob man aus so Klorollen so ein Fotoalbum basteln kann. Musst du mal bei Pinterest gucken oder was. Da gibt es zig Tutorials zu. Das war irgendwann auch mal der ganz heiße Scheiß. Die werden dann gepresst und mit Papier beklebt und so. Und dann hast du halt so Taschen. Ne? Also die sehen dann schon nicht mehr aus wie eine Klorolle. Aber ich habe dann gesagt, nee, sorry, da wehre ich mich. Das möchte ich nicht. Irgendwann hört es auch auf, sagst du. Ne? Ja, aber ich habe im Hinterkopf schon immer noch so die Idee, eines Tages komme ich da zum Workshop und dann habe ich tatsächlich mal so ein Klorollen-Upcycling in petto. Dann werden die alle richtig doof gucken. Der Klorollen-Workshop. Ja. Gut. Dudeln. Ja, Bei Dudeln denkt man eher so an irgendwie irgendeine seichte Musik, die im Hintergrund läuft. Ich wollte gerade sagen, also Dudeln war für mich auch gerade so das, was eigentlich irgendwie im Fahrstuhl passiert, oder? Ja, genau. Also aus dem Lautsprecher. Sowas in der Richtung. Okay, hast du über eine professionelle Anstellung im Fahrstuhlbereich mal nachgedacht? Das hört sich gerade schon sehr gut an. Also Dudeln bedeutet in unserem Fall tatsächlich zeichnen und zwar nicht irgendwie explizit fotorealistisch mit dem Bleistift in 37 Nuancen, sondern meistens eher irgendwie mit einem Fineliner zum Beispiel schnelle Skizzen oder nicht mal unbedingt was Gegenständliches, sondern Schnörkel, Pfeile, irgendwie so, wie heißt denn das noch gleich? Es gibt ja zum Beispiel mittlerweile mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Ich glaube, Zentangle heißt das, kennst du das? Da macht man so Muster mit aus Schwarz-Weiß. Okay. Wie auch immer. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es soll sehr entspannend sein. Ja. Für die Leute, die sich bei sowas entspannen können. Also die Vorstellung stresst mich tatsächlich sehr. Aber ich weiß, also ich kenne auch Leute, die das wirklich total gerne machen. Auch daraus kann man Elemente auf einem Layout natürlich verwenden. Du kannst zum Beispiel sagen, was weiß ich habe jetzt irgendwie ein Foto und ich möchte das noch irgendwie akzentuieren einfach und zeichne einfach freihand schnellen Rahmen drum oder so. Ach so, ja. Das wäre dann Dudeln in unserem Fall. Also Dudeln kennt man, oder den Begriff Doodle kennen wir ja so in unserem Bereich beim Designpapier. Da haben wir ja oftmals so Doodleherzen oder Punkte. Die sind immer nicht sehr einheitlich, nicht sehr eben. Genau, das ist nämlich dieses Freestyle, schnell mal eben aus der lockeren Hand. So. Stimmt, ja, da haben wir es auch. Doodleherzen, ja, genau. Doodleherzen, die Doodleherzen. Und ich mag die immer sehr gern. Das ist halt das Schöne daran, wie gesagt, das ist nicht irgendwie, das muss nicht akkurat sein, sondern eigentlich, je hingerotzter das ist, desto besser ist es. Ja. Lebendiger. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu einem Begriff, der natürlich uns Bastelenthusiasten beschäftigt. Ich zum Beispiel habe das ja nur auch schon oft genug gemacht. Embossing. Ja, Embossing. Embossing ist auch so ein richtig tolles Wort. Das klingt so richtig toll und wird vielleicht ein bisschen entzaubert, wenn man sagt, es bedeutet einfach nur prägen. Ja. Beziehungsweise in diesem Fall hochprägen. Ne? Wir haben also den Unterschied zwischen Embossing und Debossing. Also Debossing wäre dann das Tiefprägen. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten auch. Du kannst also Heat Embossing nennen wir es, also heiß embossen, das ist das mit dem Pulver. Ja. Oder du kannst halt mit einem Embossing Folder, was ist denn die Übersetzung? Ordner eigentlich, ne? Ja. Also es ist dieses Plastikklappteil, wo du ein Papier zwischentust und das durch deine Big Shot jagst. Genau, das wäre auch noch Embossing. Du könntest, also man kann jetzt ab von den Werkzeugen natürlich auch noch andere Dinge verwenden. Man kann mit Stencils, also mit Schablonen zum Beispiel auch prägen, wenn man so eine Gummimatte dazwischen benutzt. Naturmaterialien gehen auch teilweise.
Oder auch Alltagsgegenstände, Gummibänder, Büroklammern, keine Ahnung. Alles, was irgendwie erhaben, aber nicht doll dick ist, kann man alles zum Prägen benutzen. Dann haben wir natürlich eine Maßeinheit, würde ich mal behaupten. Politikum. Inch. Ja. Das ist auch eine Frage, die total oft gestellt wird. Warum schmeißt du immer mit Inch um dich? Wir haben doch Zentimeter. Da sind wir dann auch wieder bei der Geschichte mit... Ne? Ja, Der Amerika Kram hat nun kommt mal aus nicht Amerika. Genau, die haben nicht das metrische System. Nee, haben die nicht. Und diese Designpapiere, auch unsere, haben ja dieses illustre Maß von 30,5 auf 30,5 Zentimetern, was halt 12 Inches entspricht. Und ich persönlich finde immer, wie soll man sagen, Zweisprachigkeit im Basteln. Ich habe dazu in irgendeinem meiner Kreativsüchtig-Magazine auch mal eine sehr giftige Kolumne geschrieben. Okay. Ja, weil tatsächlich... das wird immer so ein bisschen schräg angeguckt, Inch. Warum denn Inch? Aber es hat halt schon Sinn, weil wenn ich mein 12x12 Papier habe und ich möchte da irgendwas draus machen, ich möchte zum Beispiel das für Karten zuschneiden, Ja. ich möchte 3 Karten haben, dann ist es halt viel einfacher, auf 4x6 Inches zum Beispiel zu gehen, wenn ich die klappe, Ja. als zu sagen, ich habe dann, was ist ein Drittel von 30,5? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, so, das ist... also man kann es natürlich auch so zuschneiden, dass man noch einen Rand hat. Aber auch Ja, da gut, ist ja klar. wieder, wir Bastler sind ja grundsätzlich geizig. Wir hatten es ja eben gerade Ja, mit dem genau. Wegschmeißen. Ja. Also behalte ich doch lieber den Rand und sage dann, ich nehme halt 4 Inches und nicht 10,28 Zentimeter. So, Also- auf den meisten Schneidbrettern haben wir ja sogar beides. Genau. Und ich finde es tatsächlich eigentlich ganz gut, da mal so ein bisschen... ja, dem so ein bisschen Liebe zu geben, dem eine Chance zu geben, weil man tatsächlich beides brauchen kann. Also diejenigen, die zum Beispiel bei meinen Online-Workshops, ich mache diesen monatlichen Mini-Album-Workshop, Ja. die da dabei sind, die sind tatsächlich auch gewohnt, dass ich da ganz kunterbunt Maße durcheinander mische. Ne? Also Okay. dann ist irgendwie irgendein Stück, weiß ich nicht, 6,25 Inches mal 7,5 Zentimeter. Und das hat aber meistens dann schon irgendwie einen Grund, weil ich mir die Dinge dann so hinschiebe, dass ich das dann alles gut aus einem Bogen rauskriege. ja, okay. Deshalb mische ich dann da auch die Einheiten manchmal. Und das kann man natürlich nur tun, wenn man in beiden auch firm ist. Also, Ja, gut, klar. Ne? Und deshalb sind halt diese ganzen Sachen, die wir halt aus Amerika im Scrapbooking-Bereich rüberbekommen haben, irgendwie Inchmaße. Das heißt, du hast, wie gesagt, diese 12x12 Inches als Maß. Dann gibt es dieses Lettermaß, das ist 8,5x11, also ähnlich unserem A4, aber Ja, halt genau. nicht ganz gleich. Früher war auch mal 8x8 Inches zum Scrappen ein gefragtes Okay. Format. Das ist, glaube ich, sehr, sehr out irgendwie. Das habe ich immer sehr gemocht, weil das ist für mich so eine Größe zwischen groß und mini, so dazwischen. Ja. Das fand ich immer sehr schön. So ein Mittelding. Ja, genau. Wir hatten auch kleinere Alben, 6x6, 4x4 Inches sogar, so ganz kleine Ringordner, die waren auch süß. Und dann hast du natürlich auch im Bereich zum Beispiel von Project Life, also das ist so eine Unterart auch beim Scrapbooking, ein gescrapptes Tagebuch, aber Okay. weniger ganze Layouts, sondern da arbeitest du halt mit so Pocket Pages, also du hast so Schutzhüllen, wo kleine Taschen Ach so, drin sind ja. und hast dazu passende Kärtchen, wo du Text draufschreiben kannst oder deine Fotos draufkleben kannst oder auch schon fertige Deko hast und so. Und auch die haben dann natürlich alle diese Maße. So, und Ja, von daher in gut, unserem klar. Hobby geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Man sollte sich damit anfreunden. Ich plädiere auf jeden Fall sehr dafür. Der nächste Begriff wäre Layer oder Layering. Ja, Layer sind Lagen. Beim Layout bedeutet das, verschiedene Lagen an Material zu haben, in der Regel Papiere, Ja. wodurch man natürlich einfach eine bestimmte Optik erzielen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel verschiedene Designpapiere übereinander stapelst, von dem einen oder anderen da immer so ein bisschen mehr oder weniger rausgucken lässt, dann hast du natürlich eine schöne Bewegung auf deinem Layout, hast eine gute Basis, auf der du dann dein Foto richtig schön in Szene setzen kannst. Ja. Das kann ganz gleichmäßig sein, das kann unterschiedlich sein, das können 1, 2, 3 Bögen sein, das kann auch viel mehr sein. Ich habe das irgendwann mal wirklich pervertiert und ich habe, glaube ich, auf einem Layout, jetzt lass mich ganz kurz lügen, ich glaube 20, also es war richtig dick nachher. Wow. Ja, das war so was ganz Geometrisches, wo ich quasi so ein Quadrat gedreht habe. Ja. War übrigens ein Lift. Das war ein Lift.
Und also der Lift war jetzt kein Turmbau, aber meine Umsetzung war dann ein Turmbau, weil ich diese geometrische Anordnung so cool fand. Und ich habe dann einfach, weißt du, mal so ein Berg Papier aus dem Regal gezogen, wo ich sagte, so, ihr müsst jetzt mal weg. Und habe die dann alle klein geschnitten, die Quadrate immer so ein bisschen kleiner und das dann so versetzt aufeinander. Okay. Bis dann am Ende das Foto oben drauf war. Und das ist dann wirklich so ein Klops geworden. Auch Passt nicht schlecht. mehr so gut in so ein Fotoalbum, aber hat Spaß gemacht. Gut, dann wäre es sonst eventuell Seite 1 und man schneidet im Deckel quasi passend. Das ist überhaupt eine sehr gute Idee. Passt das denn schön da mit dem Deckel an? Ja. Dass das in sich quasi hervorhebt. Ja, geile Idee. Guck, Das kann ich mal bei Zeiten weiterdenken. siehste. Ja, guck mal, habe ich schon wieder was mitgenommen hier, ne? Perfekt. Ja, aber das ist die Geschichte mit dem Layering. Also verschiedene Lagen Material. Das muss jetzt auch nicht immer Designpapier sein. Man kann natürlich auch noch, was weiß ich, Transparentpapier, Folien oder was immer man findet, übereinander stapeln. Okay. Jo. Der Begriff ist ja auch letzte Woche schon ein paar Mal gefallen in deiner Vorstellungsrunde. Mixed Media Layout. Genau, Mixed Media ist ja auch so, also auch das ist ganz fürchterlich klingend. Tatsächlich bedeutet es ja nichts anderes als gemischte, also unterschiedliche Medien, die verwendet Techniken. werden. So, das heißt, ja, Also wenn Medien jetzt zum sind ja Beispiel, wirklich wenn dann du- Farben, Pasten, Genau. Stoff, Papier, egal. So, Genau, also ne? wenn ich jetzt zum Beispiel obere Ecke embosse ich und unten mache ich aber noch eine Ecke, die ich mit Paste beschmiere Dann, und dann stempel ich noch was, dann Genau, ist dann- es eigentlich schon Mixed Media. Ne? dann, wenn man das so runterbrechen möchte, ist das schon Mixed Media. Ja, okay. Genau. So, und da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Techniken bei den, also wirklich diesen klassischen Mixed Media Layouts, also auch wenn man das mal irgendwie googelt oder Pinterest oder Instagram oder weiß der Geier was eingibt, dann sieht man da wirklich richtig spannende Sachen, wo oft wirklich viel Farbe drauf verwendet wird, Pasten, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel, was ist ich so aus, so, wie heißt denn das, so eine Abdruckmasse, wo du auf jeden Fall so erhabene Embellishments irgendwie herstellen kannst. Ja. Und dann halt auch mit verschiedenen Farben. Also hast dann, was weiß ich, unter anderem Wasserfarbe, du kannst Acrylfarbe verwenden. Es gibt so diese Schimmermedien. Auch da gibt es natürlich ein wahnsinniges Angebot. Also alle, die zum Beispiel Tim Holtz-Fans sind. Ja. Ne? Also ich meine, Distress Inks und Distress Oxides lieben ja fast alle. Ja. Aber da gibt es ja auch ganz viel, was weiß ich, Stifte und verschiedene Sprays und Glimmerkram. Und, und wenn man das dann alles so schön miteinander kombiniert, kommt man natürlich da auch in die Mixed-Media-Geschichte. Und bei Layouts, wie gesagt, geht es oft um Hintergrundgestaltung. Ja. Das heißt, du hast also quasi, schaffst da dein Kunstwerk und integrierst dann irgendwie dein Foto da rein. Das könnte man jetzt tatsächlich sehr umfassend behandeln. Aber Ja, gut. brechen wir das jetzt mal auf das runter. Immerhin. Da kommen wir auf jeden Fall ja nochmal zu. Oh ja. Und das ist eben gerade schon gefallen, Distressen. Ach ja, genau. Ja, deshalb heißen zum Beispiel die Distress Inks ja tatsächlich Distress Inks, weil als das losging mit diesen Farben, da gab es die auch in diesen Grungy-Tönen, ne? Ja. Also, wovon wir es vorhin schon mal hatten, so Ja. hübsches. Ich glaube, es gibt ein Stempelkissen zum Beispiel, das war auch mein erstes, das hieß Vintage Foto oder so. Das ist also so ein ganz komischer So Sepia-Braunton. Hornhaut-Umbra, wie ich es liebevoll nenne. Also ich persönlich finde es schon sehr hässlich, aber damals musste man das halt haben. Und diese Sachen sind tatsächlich dann auch dazu da gewesen, Dinge zu distressen, also optisch älter zu machen Ja. oder abzunutzen oder einen Grunge-Effekt zu verleihen oder wie immer man das nennen möchte. Also distressen ist sozusagen ein kunstvolles Zerstören Okay. dieser glatten, geraden Oberflächenbeschaffenheiten, Kanten, wie Ja. auch immer. Also vielleicht kennst du dieses Tool, es gibt so ein rundes Ding, da sind so kleine Einkerbungen drin und da ist so eine Klinge drin, das heißt Distresser, glaube ich. Okay. Papier-Distresser oder so hieß das früher. Damit kannst du dann am Rand von Papier zum Beispiel das so ein bisschen aufrauen, ne? Dass das okay. so eine Used-Optik bekommt. Okay. Ich kenne das so, das gibt es so als Stanze, soweit ich weiß, um Fotos wieder diesen Zackenrand zu geben, wie sie den so ein bisschen wellig, zackig, so ungleichmäßig, so wie man das vor 100 Jahren oder was Ja, hatte. genau, aber gestanzt ist eigentlich nicht richtig distressed, sondern gestanzt ist halt gestanzt. Wenn Ja. es distressed ist, dann ist es an der Stelle tatsächlich kaputt.
Also wenn man jetzt selber, sagen wir mal, mit der Schere jetzt. so rumgeschnippelt hätte. Genau, zum Beispiel. Dann wäre es distressed. Ja, genau. Okay. Also Distressen bedeutet in diesem Fall wirklich, ist zu altern. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst halt, wie gesagt, mit so einem Distresser-Ränder aufrippeln. Du kannst die Papierstruktur so ein bisschen anruppeln. Wir hatten zum Beispiel, das ist auch schon ewig und 3 Tage her, da gab es auch so Tools, ähnlich wie diese Schwammtools, Ja. ne, die du hast, um Farben zu verwischen, wo man so eine kleine, so ein Sandpapier drunter hatte, ne? Also es gab sogar, so, ja. gab es speziell einen Cardstock zum Distressen, das war voll cool. Dann hast du der hatte quasi so eine dunklere Schicht Ja. und darunter eine hellere Schicht vom Drucken. Ach so. Und dann konntest du das so ein bisschen so wegrubbeln und das war, das war der heiße Scheiß. Denke ich wiederum jetzt, warum auch immer, an Kratzbilder. Ja, ähnlich. Also vom Prinzip her schon so. Schon, ne? Ja, Okay. aber halt nicht so ähnlich. Ne? Also, wie gesagt, irgendwas anritzen, ruppeln, knüllen, anschmutzen, genau. Dann sind wir beim Inken. Ne? Also auch, wenn man dann mit Stempelfarbe, ne? Wie ich jetzt früher mit meinem schönen Vintage-Foto Distress Ink, Ja. dann hat man die Ränder so angemalert, angetupft, wie auch Ach so. immer. Also wischen, tupfen, auch da gibt es verschiedenste Techniken, damit das halt möglichst alt und benutzt aussieht. okay. Ja. Dann denke ich wiederum sind so, das war ja so in den späten 90ern, frühen 2000ern so in der Wanddekoration Schwammtechnik. Oh, ja. Gerne in Gelb. So, ja, so gelb, Ocker. Terrakotta, Ja, oh, Terrakotta, Ocker. genau. Ja. Oder wie gesagt, mein Lieblingsfarbton Hornhaut Umbra. Ja. Zumindest so diesen Namen finde ich so Wenn toll. du Hornhaut Umbra sagst, denke ich ja so an diese, ich weiß nicht genau, spät 70er Jahre Triumph Omas Miederware, weißt du? Sowas, so. ja, genau. Gut, Inken hast du jetzt ja quasi da jetzt schon mit eingebaut. Genau. Das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt Ja. gewesen. Dann haben wir Splatters. Ja. Dann denke ich zum Beispiel so an Horror-Comics, Comic-Hefte. Dann, wenn halt Blut spritzt, Genau. Splatter-Comic. Korrekt. Und was sind die Splatters? Das sind die Bluttropfen, die dann da Tropfen, sich ja. verteilen. Genau, und das ist bei uns ähnlich. Also meistens, oder bitte kein Blut. Nee, bitte nicht. Ne, also das macht man ja nur, wenn man so komische Dinge macht, die man nicht machen soll. Nein, tatsächlich gibt es dafür, also es gibt zum Beispiel Farbsprays, die du verwenden kannst. Du Ja. kannst auch deinen Tuschkasten benutzen oder auch mit den Stempelfarben hier, Distress Inks, Oxides oder so, dass du was ein bisschen auf den Stempelklotz machst und mit Wasser anlöst. Und dann gibst du das mit dem Pinsel einfach wirklich mit mehr oder weniger Schwung auf dein Ja. Layout, dass du da so Kleckse drauf hast. Gab es nicht noch einen anderen Begriff dafür? Weil ich habe das ein paar Mal schon gemacht, aber nicht unter Splatters bin ich der Ich kenne es unter Splatters, aber das kann auch sein, dass es da mittlerweile was anderes gibt. Ne? Also ich Ja. bin ja jetzt nicht irgendwie Nö, hätte sein können. allwissend. Hätte sein können, dass du das Erfunden auch weißt. habe ich es auch nicht. Also das habe ich schon ein paar Mal Ja. gemacht. Dann halt mit Wasser und Also die guten Sachen Tuschfarbe natürlich vielleicht und auch dann- einfach klecksen. Ja, so. nee. Also wie gesagt, bei uns hieß das immer, oder wir haben dann gesagt, also entweder Splatters oder rumkleckern. Ja. Kleckern war so bei uns irgendwie so der Begriff. Und auch das kann man ja in verschiedenen Intensitäten Klar. machen. Das heißt, du kannst also entweder mit wenig Wasser relativ gezielt irgendwie Pünktchen Ja. drapieren oder du kannst halt mal so richtig Einfach drauf rüberrotzen. schwingen. Genau. Und das, also auch damit kämen wir dann ja schon wieder auch so ein bisschen an diese Mixed-Media-Schiene ran. Da wird es auch viel verwendet. Ach so, ja. Ich selber zum Beispiel bin ganz oft sehr, sehr, sehr clean dabei. Also meine Layouts sind sehr oft sehr aufgeräumt. Und manchmal denke ich, okay, das ist mir jetzt aber zu steif. Und dann sind so, weißt du, so ein kleiner Farbsprenkel, Ja. der reißt es dann manchmal echt Ja, raus, ist dass du wirklich so. dann eine ganz andere Optik plötzlich hast. Also eine meiner Lieblingstechniken verwende ich tatsächlich auch ganz, ganz oft. Habe ich auch bisher schon ziemlich oft benutzt. Hatte ich zum Auch auf Beispiel Karten ist das mega. Also, Ja, deswegen, ne? genau. Und ich Ja. bin so ein Kartenbastler und da hatte ich dann so ein wirklich so Marineblau als Grundfarbe und hatte dann aber noch was jetzt muss ich überlegen, ich glaube in Weiß drauf gemacht und irgendwie war das mir zu schlicht. Mhm. Und dann habe ich dann so bronzefarbene Sowas ist total cool, Tusche, wenn du sag so, ich mal, auch so genommen. Schimmerfarben hast. Genau, Ja. was so richtig so ein bisschen glitzert und Ja. schimmert und habe das dann da halt drüber getupfert. Wunderbar. Und das hat das ist- Ganze sofort aufgewertet. Ja, also ich finde auch, das ist richtig, richtig schön. Und was du vor allen Dingen auch da dann wieder hast, das wird halt so ein bisschen unordentlich. Also man Ja. kann das halt nicht 100% kontrollieren. Und ich finde gerade, wenn du dann eigentlich einen relativ sauberen oder geraden Aufbau hast und du hast dann was das einfach so auflockert, Ja, dann genau. ist es einfach lebendig und ist interessant anzugucken.
Außerdem macht das Spaß. Ich finde es immer total spannend zu sagen, du machst mal so und dann guckst du, was rauskommt. Ja, genau. Auch da weiß ich zum Beispiel, dass es viele Scrapper gibt, die so ein bisschen Manschetten haben. Also die nehmen sich eigentlich am liebsten das Papier vorher und machen da die Sprenkel drauf. Und wenn sie denken, die Sprenkel sind schön, machen sie hinterher ihr Layout, weil sie Angst haben, dass man es vielleicht kaputt macht oder dass es doof wird. Damit ruiniert, ja. Es kann natürlich mal passieren, klar. Ja. Kann passieren, dass mal irgendwie, dann fällt plötzlich so ein dicker Klecks da auf. Am besten noch aufs Foto, das ist ganz schön. Also Fotos abdecken finde ich schon nicht ganz unwichtig, wenn man möchte, dass die auch schön bleiben. Aber ganz im Ernst, man kann das ja vielleicht auch ein bisschen, also das heißt nicht vielleicht, man kann das definitiv auch üben. Also einfach mal verschiedene Pinsel, verschiedene Wassermengen, verschiedene Farben ausprobieren und gucken, halte ich das senkrecht, halte ich das schief, was kommt dann dabei raus? Dann hat man schon eine Idee davon und die Wahrscheinlichkeit, dass man was dann wirklich, also so versaut, dass man es nicht mehr angucken kann oder nicht zufällig noch irgendwie, so ein Enamel-Dot dann da irgendwie drüber kleben kann oder so. Ich glaube, das ist relativ, ich denke auch. Also relativ gering. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich Raucher bin. Langhaarpinsel, so einen schön fein und dann wie beim Abaschen einer Zigarette einfach tippen und schon hast du wunderschöne, gleichmäßige Sprenkler drauf. Genau. Das hat bisher prima geklappt. Ja, das stimmt. Beim nächsten Begriff würde ich sagen, sagt es eigentlich schon von sich aus. Clean and simple. Man könnte auch sagen Minimalismus, aufgeräumt, klare Kanten, klare Linien. Ja, tatsächlich. Also clean and simple bedeutet wirklich, dass du relativ klare Strukturen hast, also auch klare Linienführungen hast auf deinem Layout, also nicht irgendwie wild versetzt oder schräg aufgeklebte Fotos. Genau. Oft wenig Deko, gerade geschriebene Titel, ne, wenn du Text, Stempel, irgendwas da drauf hast, auch ohne Schnörkel meistens. Also du kannst mal irgendwie vielleicht einen haben, so als Akzent, aber nicht so dieses Überladene. Und oft ist es so, dass man denkt, so, naja, gut, du hast ein Layout, da ist ja jetzt nicht viel drauf. Das geht ja so. Oft ist es das Schwierigste, weil dieses wenige so zu arrangieren, dass es spannend ist. Und akkurat aussieht. Das ist auch eine Aufgabe. Ja, das glaube ich. Also ich musste da tatsächlich hinwachsen. Ich habe so, als ich angefangen habe mit dem Layout, Scrapbooking, so wie wir das jetzt heute kennen, konnte ich damit so überhaupt nicht viel anfangen. Und dann habe ich aber irgendwann eine Scrapperin getroffen, die hat auch einen sehr minimalistischen Stil gehabt. Und die Layouts, die haben mich total gecatcht. Okay. Und da habe ich dann auch überlegt, was ist jetzt der Unterschied? Was macht ihre Layouts so besonders? Und das war halt wirklich auch so, dass du hattest eine klare Struktur, du hattest immer irgendwie ein Highlight, so für sich. Aber halt, da war nichts überladen, da war nichts zu viel, da war aber auch nie was zu wenig. Also manchmal ist es auch das Clean and Simple, wie gesagt, das soll nicht langweilig sein, aber du kannst zum Beispiel auch sehr viel Action auf einen Punkt zusammenschrumpfen, ne? Dass du zum Beispiel eine Stelle hast, wo relativ viel passiert, also eine Hintergrundgestaltung, ein Stempel, vielleicht sogar noch irgendwie irgendein Standsteil oder so, aber halt nur da und der Rest bleibt unberührt. Dann würde das da auch reinfallen. Und meistens ist es in dem Fall auch so, dass man mit relativ wenig Farbe arbeitet. Ja. Also Clean and Simple ist niemals bunt. Nö. Widerspricht sich sonst auch. So, ja. Ne? Dann bleibt man, wenn in einem Farbton treu. Genau, also du kannst halt wie so monochrome Sachen zum Beispiel eignen sich gut. Ja. Starke Kontraste eignen sich auch. Eine Farbe in Kombination mit Schwarz und Weiß ist mega für Clean and Simple. Okay. Da musst du mir noch mal kurz helfen. Paper Stitching. Stitching, genau. Stitching, also Sticken. Sticken auf Layouts oder überhaupt auf Papier. Das ist tatsächlich auch was aktuell ziemlich hip ist. Ja. Und Sticken auf Papier ist natürlich ein bisschen anders als Sticken auf Stoff. Weil Papier ist, wenn du da mit Garn drauf rumziehst das oder so, ja dann schnell du musst ein Gefühl dafür kriegen. Ne? Aber du kannst halt ganz toll Akzente setzen. Du kannst Wörter aussticken. Du kannst ja auch verschiedene Sticharten verwenden. Also was ein bisschen voluminöser oder ein bisschen glatter ist. Du kannst ein Foto einrahmen. Du kannst zum Beispiel auch Standsteile, also so fertige Standsteile noch mit so einem Akzent zum Beispiel versehen. Das schafft einfach, Dimensionen auf so einem Layout. Ja, gut, klar. Und mit ein bisschen Üben. Also das ist halt nichts, was schnell mal eben geht. Genau. Das denke ich nämlich auch. Aber
unterm Strich lohnt sich das also für mich immer, weil es einfach so was ganz Besonderes hat. Du kannst Wenn man es kann. Ja, auch das kann man lernen. Also Ja, gut. du musst natürlich immer einkalkulieren, dass das erste vielleicht nicht das Schönste wird, was du machst. So. Aber wenn du deine Prototyp. aber wenn du deine 3 Anfängerfehler gemacht hast, mein Gott, was soll denn passieren? Es ist doch nur Papier. Was zum Beispiel auch total cool ist, wenn du ein Papier hast, das sich dafür gut eignet. Ich hatte zum Beispiel mal eins, da waren so ganz viele Herzen drauf, relativ groß. Und dann habe ich einzelne einfach umstickt. Was ja hilfreich ist, wenn du diese Formen, die du sticken möchtest, also sei es jetzt irgendwie, wie gesagt, das Herz auf dem Papier oder eine Linie oder ein Schriftzug oder was weiß ich auch immer, dass du vorher mit einer Nadel schon mal vorpiekst, damit du dann weißt, wo du durchnähen kannst. Damit ist die Gefahr, dass du das Papier zerreißt, schon mal minimiert und du siehst dann auch einfach besser, wo du hinkommst, weil gerade wenn du auf 12x12 arbeitest, das ist ja jetzt auch nicht so handlich. Nee, eben. Na, da bist du dann da schon irgendwie ziemlich am Rumwüdeln und eine gute Vorarbeit ist da hilfreich. Ja, glaube ich. Und sorgt dann für ein schönes Ergebnis. Der nächste Begriff, Cut-Files. Ja, genau. Cut-Files, Plotterdateien. Ja, okay. Plotterdateien im Scrapbooking sind für verschiedene Sachen zu benutzen. Du kannst zum Beispiel ganze Hintergründe gestalten, du kannst Schriftzüge, Titel gestalten, du kannst auch für deine Fotos Rahmen oder Ähnliches machen oder halt auch einfach nur Deko-Elemente. Ja. Das Schöne an diesen Plotter-Geschichten ist ja, dass man das einfach, wenn man so eine Maschine hat, mit dem Material ausschneiden kann, also mit dem Papier in der Farbe, die man dann gerade passend braucht und auch in den Größen variieren kann. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das wir irgendwann auch mal machen müssen. Was ist der Vorteil beim Die-Cutting und was ist der Vorteil beim Plotten und was ist auf beiden Seiten vielleicht nicht so gut? Ja. Und die Frage, ersetzt das eine das andere? Ich spoiler schon mal auf keinen Fall. Okay. Genau, und das Wichtige beim Verwenden von diesen Cut-Files, beim Scrapbooking oder überhaupt beim Papierbasteln, ist halt, dass man auch da auf die Beschaffenheit des Materials eingehen muss. Es gibt ja mittlerweile auch 10 Shops und Seiten und weiß der Geier was, wo man Plotterdateien bekommen kann. Wunderschöne Dinge, aber nicht alles ist fürs Basteln oder Scrapbooking jetzt im Speziellen geeignet, weil was bei uns relativ wichtig ist, dass wir zum Beispiel eine gewisse Linienstärke nicht unterschreiten, weil Papier dann halt einfach im Zweifelsfall reißt oder nicht mehr gut weiterverarbeitet werden kann, weil du musst es ja auch noch irgendwie aufbringen. Du brauchst irgendwie eine Fläche, wo du Klebe drauf haben willst. Natürlich. Und auch dann kommt es drauf an, was willst du damit machen. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Muster, das ich jetzt irgendwie hinterlegen möchte oder so, dann brauche ich auch immer eine gewisse Randstärke, damit ich dahinter arbeiten kann, ohne dass irgendwas doof rausguckt. Und das macht dann halt diese Cut-Files für Bastelgeschichten, also für Scrapbooking und Karten, ein bisschen spezieller als zum Beispiel diese Dinge, die du jetzt auf, was weiß ich, Tassen, Kopfkissen, Klamotten, sowas, wie auch immer, irgendwie aufbringst. So, der nächste Begriff sollte eigentlich klar sein, gerade in der heutigen Zeit, wo Jugendliche freiwillig Waschmaschinen oder Waschmittelpots fressen. Ist das nicht schon wieder out? Ja, das kommt immer ja irgendwas Neues. Ja. Weiß ich nicht, lassen wir das. Challenge, genau. Challenge ja eigentlich auch Herausforderung und nicht unbedingt Selbstverstümmelung. Challenges jetzt in unserem Bereich bedeuten eigentlich, dass man quasi eine Aufgabe stellt oder gestellt bekommt, wie auch immer, wo man sich dann kreativ ausleben kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das ja auch in der WhatsApp-Layout-Gruppe, dass wir diese Sketche zum Beispiel haben. Eine Challenge kann auch einfach sein, also eine Herausforderung natürlich zu sagen, benutz mal ein Material, das dir vielleicht gar nicht so lieb ist oder arbeite mal in einer bestimmten Farbkombination, verwende 25 Fotos auf einem Layout, was immer, es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Ich habe das auch in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel, dass wir da regelmäßig irgendwelche Aufgaben haben, einfach als Inspiration. Ne? Also Challenge in unserem Fall bedeutet ja in den wenigsten Fällen, dass es jetzt irgendwie um ganz viel geht, sondern es geht eigentlich oft um die eigene Herausforderung. Ja, klar. Und da
einfach mal über den eigenen Tellerrand rauszugucken und aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und dafür sind diese Challenge-Geschichten einfach total gut, weil man ganz oft irgendwas macht, was man von alleine nicht machen würde. Okay. Und das bringt einen kreativ echt nach vorne. Klar. Wenn es irgendwie irgendwas ist, wovor man sich vielleicht selber so gesträubt hat, so, ach, das kriege ich eh nicht hin. Ja, oder finde ich generell doof. Oder finde ich generell doof, weil ist nicht. So, und dann musst du es aber jetzt zum Beispiel mal anwenden, weil es jetzt halt da drin vorkommt, in dem Layout. Und dann, na gut. Ja, so, und oft sind das die Dinge, mit denen man am Ende eigentlich am glücklichsten ist. Weil, so schlimm war das ja gar nicht. Nee, nicht nur das, du beschäftigst dich ja ganz anders damit. Ja, natürlich. Also du entwickelst, vielleicht auch manchmal eine kleine Hassliebe, aber du entwickelst irgendwie eine Form von Beziehung zu deinem Werk. Klar. Muss ja jetzt auch nicht nur bei Layout sein, kann ja auch bei Karten, sonst irgendwas, egal, in allen kreativen Disziplinen. Aber Herausforderung ist einfach so cool, um neue Dinge zu lernen und die eigenen Skills einfach zu erweitern und aus seiner Komfortzone rauszukommen, beziehungsweise auch die zu erweitern, weil oft hat man das tatsächlich, was du eben sagtest, war ja gar nicht so schlimm. Ja, genau. Und wenn man zweimal war ja gar nicht so schlimm gemacht hat, stellt man vielleicht irgendwann fest, finde ich eigentlich doch ganz gut. Macht doch Spaß. Ja, huch. Hoppala. Genau, und wenn man sich halt dieser Herausforderung nicht gestellt hätte, dann wäre man da nicht hingekommen. Und ich persönlich bin bis heute jemand, dass ich gerade, wenn ich irgendwie irgendeine Aufgabenstellung habe, wo ich sage, ernsthaft, und dann erst recht, weil das bringt mich voran. Also auch da bin ich mit der Melli, wir pushen uns da mal so ein bisschen gegenseitig. Und wir haben auch jetzt ein gutes Jahr, haben wir so einen Mitmachmontag gemacht, ne? Dass wir einfach gesagt haben, jeden Montag gibt es eine Aufgabe, was auch immer. Benutze die Zahl 37 oder was einem so gerade einfällt oder was Melli eingefallen ist. Also die Aufgaben hat sie alle gemacht. Also ich war da nur Mitturner. So. Und dann haben wir uns jede Woche hingesetzt und haben gesagt, okay, krass, machen wir jetzt mal. Und dann kommen natürlich auch so Dinge wie, was habe ich mir dabei gedacht? So, aber einfach mal machen. Also das einfach als Ansporn zu nehmen, zu sagen, okay, ich komme da in meine Kreativität und probiere mal irgendwas aus, was sonst nicht auf meiner Agenda gewesen wäre. Was sonst so nicht Standard für einen nicht normal ist, sag ich. Ja, total. Und was noch richtig, richtig spannend ist, wenn bei sowas natürlich viele Leute mitmachen, dann ist es so geil zu sehen, wie unterschiedlich Ergebnisse ausfallen können. Weil, also jetzt mal 37, okay, ich wüsste jetzt nicht, dass wir eine 37 verscrapt haben, aber sagen wir, bringe auf deinem Layout Zahlen unter. Ja. Einer schreibt vielleicht nur ein kleines Datum, der andere macht eine ganz große aus einer Plotter-Datei, einer ordnet vielleicht seine Fotos in Form einer Zahl an oder wie auch immer. Dann gibt es so viele Ideen und daraus kann man auch so viel schöpfen. Von daher sind auch diese gruppendynamischen Geschichten einfach so gewinnbringend für alle, die sich daran beteiligen, weil es ist einfach, also es macht Spaß, es bringt einen persönlich weiter und es ist auch richtig cool zu sehen, wie gehen andere an das Thema ran und das halt auch ohne irgendwie stechen und beißen und sagen, wer ist jetzt der Tollste, wer macht es am schönsten, am schnellsten, wie auch immer, sondern einfach diese Vielfalt zu feiern und zu sagen, wie geil ist das, du gibst einen Input, 20 Leute, 20 verschiedene Sachen, die rauskommen. Ja. Das ist mega. Und ich finde ja, in unserer Community hast du das ja auch nicht so. So Stutenbissigkeit oder sowas existiert ja eigentlich kaum bis gar nicht. So, man inspiriert sich ja wenig. Ich sag ja wenig. Oder zumindest nicht offen ausgelebt. Also es ist ja doch schon, wie hast du das denn hinbekommen? Das ist ja eine geile Idee. Ja. Ich habe das ja einmal mit beobachtet bei einem Zoom-Workshop. Da wurde eine Box gebastelt und eigentlich gab es ja eine Vorlage, welches Designpapier man dafür nehmen könnte. Was man ja als Set bestellen konnte, aber viele, gerade von den alten Hasen, sag ich mal, die dann sagten, nö, mein Bastelzimmer ist voll, ich habe alles da. Und dann hast du völlig verschiedene Variationen, auch Farbkombinationen und ähnliches. Es ist, sagen wir jetzt mal 16 Mal die gleiche Box, aber 13 Mal davon in völlig verschiedenen Nuancen und verschiedenen Basteltypen. Du, ganz im Ernst, ich habe damals, als ich angefangen habe mit diesem Mini-Album-Monatsworkshop, habe ich am Anfang wirklich überlegt, okay, machst du auch ein Materialkit dazu. Wäre natürlich auch klar, ich hätte dann Zeugs einkaufen und verschicken und weiß der Geier und lagern und sonst irgendwas müssen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das finde ich eigentlich doof. Und was ich vor allen Dingen doof fand, war auch dieser Erfahrungswert, wenn ich in einen Workshop komme, wo ich ein Materialkit mitbringe. Sind der Großteil der fertigen Werke
dann, also gerade beim Albumbau, tatsächlich 1:1 an dem, was ich vorgegeben habe. Was ich sehr schmeichelhaft finde, weil ich freue mich ja, wenn jemand das schön findet und sagt, oh, ich möchte, dass meins auch so aussieht. Gar keine gut, Frage. Klar. Aber wenn du, weiß ich nicht, in deinem Kit irgendwie 8 Papiere hast und jedes hat 2 Seiten, hättest du quasi 16 Möglichkeiten, irgendwie dein Cover zu gestalten. Ja. Und nicht nur eine. Das so. stimmt. Und das ist halt, das war so was, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte eigentlich dann meine Teilnehmer da auch schon so ein bisschen rausschubsen und habe dann mit Ansage das gemacht und gesagt, es wird keine Materialkits geben, weil da haben am Anfang dann auch viele nachgefragt, oh, machst du auch Kits und so. Ja. Die möchten natürlich das rundum sorglos Paket und das kann ich auch verstehen, es ist ja Ja, schön. natürlich. Aber da habe ich dann gesagt, nee, ich schicke euch vorab eine Materialliste. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Die Materialliste gibt es jetzt mit dem Workshop, Okay. weil viele, die lange dabei sind, die wissen halt auch einfach, was man so braucht. Und wer das erste Mal dabei ist, okay, der wird dann feststellen, okay, Buchlein Graupappe habe ich jetzt vielleicht nicht dabei, Ja. bestellt sich das aber und ist fürs nächste Mal ausgerüstet. Ja, okay. So, ne? Aber das ist auch wieder so cool, dann zu sehen, was dabei rauskommt. Und dann sind es ja auch vielleicht nicht 10 Leute, sondern es sind also noch deutlich mehr. Ja. Manche teilen es auch auf Social Media, aber ich bekomme dann unheimlich viele E-Mails von meinen Workshop-Teilnehmern Ach zum so. Beispiel, die jetzt nicht so Social Media-affin sind. Ja. Und dann sehe ich diese ganzen unterschiedlichen Werke und das macht mich dann tatsächlich echt stolz, weil ich dann denke, wie geil ist das? Ja. Du hast diese Anleitung geschrieben und du kannst sie mit so vielen verschiedenen Materialien, in verschiedene Ausführungen, verschiedene Papiere, auch Varianten, ich animiere auch immer alle dazu zu sagen, ihr könnt das auch alles, ihr könnt es abändern, ja, das ist der Serviervorschlag, aber ihr könnt auch links und rechts davon noch was dazu tun oder was weglassen oder wie auch immer. Lüften. Ja, tatsächlich. Und dann zu sehen, was dabei rauskommt, das, also da werde ich auch überhaupt nicht satt von. Ne? Ich werde auch manchmal gefragt, sag mal, ist das nicht irgendwann mal, bist du da nicht so ein bisschen satt von? Und ich denke, nein, überhaupt nicht. Ich finde das jedes Mal so geil. Das flasht mich tatsächlich. Und das ist dann auch wieder die Kreativität der anderen, die mich dann wieder dazu bringt, auch weiter zu rödeln, weil ich Ja, das klar. einfach so cool finde. Das ist dann nochmal ein Ansporn. Ja, total. Da musst du mir nochmal helfen. Focal Point? Ja. Okay. Ein Focal Point, also auch das natürlich jetzt nicht nur bei einem Layout, auch auf Karten würde das so gehen, ist ein oder der Punkt, auf den der Blick gerichtet werden soll. Okay. Also das Hauptaugenmerk Ja. sozusagen, da wo die Action stattfindet. Das ist natürlich bei einer Karte aufgrund der Größe oft so, dass Begrenzt, du, ja. genau, du hast halt oft, dass du sagst, du hast so ein, was weiß ich, du hast eine Hintergrundgestaltung und hast irgendwo, was weiß ich, ein Deko-Dings, ein Stempelmotiv, ein weiß der Geier Ja. was. Das ist dann automatisch der Focal Point. Bei einem Layout hast du natürlich mehr Fläche. Natürlich, klar. Ne? Und auch da ist es unabhängig davon, ob du jetzt 12x12 scrapst oder andere Formate. Ich rede halt immer von 12x12, weil ich halt diese quadratischen Layouts mache und mag nach wie Ja, vor. okay. Natürlich gehen auch andere Formate, das ist ja völlig wurscht. Und da hast du natürlich manchmal, dass du, naja, du hast vielleicht mehrere Fotos oder du hast, Ach so, ja. ne? Das heißt, das, wo der Blick so hingerichtet wird, ist nicht unbedingt eine Stelle. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, also um ein harmonisches Empfinden dafür zu bekommen, was auf diesem Layout passiert, dass du so ein bisschen was über Sehgewohnheiten weißt. Also viele machen das auch intuitiv. Ne? Aber wenn man sich so einiges mal bewusst macht, dass man zum Beispiel, wie in der Fotografie zum Beispiel, wo man sagt, wenn ich eine Porträtfotografie mache, hat man früher mal gesagt, so Drittelregel. Ne? Ja. Die Augen sollten ungefähr auf dieser gedachten Linie des oberen Ach so, ja, Drittels ja. liegen oder so, damit du ein harmonisches Abbild des Gesichts bekommst, zum Beispiel. Solche Geschichten. Oder du hast vorgestellte Linien, also in der Mitte eine senkrechte oder eine waagerechte oder Diagonalen oder wie auch immer. Und wenn du auf diesen gedachten Linien quasi arbeitest und Richtungen erzeugst durch dein Arrangement, hast du halt immer was, wo der Blick gelenkt wird. Und auch da hast du dann halt wieder einen Focal Point. Deshalb hast du zum Beispiel auch manchmal, dass du ein Layout anguckst und denkst, okay, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen wild. Ja. Und du hast vielleicht eins, wo du denkst, ja, voll gut. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob viel oder wenig drauf ist, sondern das hat was damit zu tun, ob du deine Sehgewohnheiten püschelst. Ich wollte gerade sagen, dass die Augen wissen, wo sie hingucken sollen. So Dass sie ungefähr. da wissen, wo sie hingucken sollen und dass sie halt auch was bekommen, was gleichzeitig natürlich spannend ist. Du brauchst Details, aber du brauchst auch was gewohnt ist. Ja. Und also deshalb, wie gesagt, auch Sehgewohnheiten, ne? Weil, guck mal, wir kommen zum Beispiel, weiß ich nicht, im Straßenverkehr
Also gut, Rot ist, glaube ich, grundsätzlich sowieso so eine Signalfarbe. Ja, genau. Aber wir sind halt darauf konditioniert und wissen, okay, Rot ist irgendwie Stopp und Gefahr und weiß der Geier was, aber wir wissen auch, Grün ist Gehen. Ich glaube, dafür gibt es in der Natur jetzt nicht wirklich eine Entsprechung. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee, ne? Also Rot, klar, okay, du hast Gefahr, du hast warm, heiß, Feuer, wie auch immer, das kann man ja irgendwie noch herleiten. Grün jetzt nicht unbedingt. Das stimmt. ist uns anerzogen worden. Wenn irgendwann irgendjemand beschlossen hätte, dass das untere Ampelmännchen blau sein müsste, und das wäre für uns immer so gewesen, wäre für uns blau das Zeichen loszulaufen. Ja. Ne? Und deshalb Sehgewohnheiten, weil es hat ganz viel tatsächlich auch mit so gesellschaftlichem Kontext zu tun. Klar. Wir haben jetzt eins, da würde ich sagen, der Name sagt auch schon so ungefähr, worum es gehen könnte. White Space. Also wahrscheinlich so Freiraum auf dem Layout. Genau, Freiraum auf dem Layout. White Space muss jetzt in unserem Fall nicht unbedingt weißes Papier sein oder so, aber unberührter Platz auf einem Layout. Freier Platz, ja. Genau, das ist tatsächlich dann, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn du so ein Layout hast, viel bei Clean und Simple natürlich, dass du sagst, du hast einen Bereich, wo die Action stattfindet, würde sagen, auf jeden Fall nicht mehr als 1/4 der kompletten Fläche. Ich würde sogar noch ein bisschen kleiner schrumpfen, so für mein persönliches Empfinden. Okay. Und der Rest bleibt wirklich unberührt. Ja. Also ein Teil hast du, wo die Action stattfindet, also in dem Fall auch einen richtig prominenten Focal Point, und der Rest bleibt. Und da kann man tatsächlich auch ganz tolle Wirkungen erzielen. Ne, ich weiß, dass viele Angst haben vor diesem weißen Papier. Die sagen, aber da ist dann ja nichts. Und bei mir ist es tatsächlich auch oft wirklich weiß. Aber du kannst natürlich auch ein schönes Designpapier nehmen, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier so, das berühre ich gar nicht weiter, sondern das lasse ich so stehen für das, was es ist. Und da mache ich halt ein bisschen meine Kunst. Hatte ich zum Beispiel. Ich habe ja ein Mini-Album, das habe ich in irgendeiner Folge letztes Jahr im Herbst mit Ina angefangen. Ein Mini-Album, das finde ich sehr lobenswert. Und das ist immer noch in Arbeit, weil wir hatten eigentlich der Hauptgrund war eigentlich das Thema Herbst. Da kamen dann auch gerade diese weichen Buchstaben und Zahlen in so Herbsttönen raus und so ein Hornhautumbra schon wieder und so ein Olivgrün und so weiter. Und dieses Herbstkit da. Das war aber nicht letztes, das war vorletztes Jahr. War das sogar vorletztes Jahr? Das war vorletztes Jahr. Dann haben wir aber letztes Jahr damit erst angefangen. Das kann wohl sein, aber auf jeden Fall Kit war vorletztes Jahr. Habe ich mir gesagt, nee, ich mache es nach Jahreszeit mal. Das sind nur Bilder von meinem Sohn drin. Da habe ich dann auch ganz viele Pockets drin, wo dann kleine Einschübe, so Kärtchen drin sind. Pockets, sagst du, ist das nicht schön? Guck, du bist schon voll. Ich bin schon dabei. Voll dabei, ja. Und da guck, da steht's. Da kommt sogar gleich noch. Da habe ich eine Seite gehabt, da ist in dem Designpapier schon so viel los, auch mit Herbstblättern und so weiter. Und da habe ich ein Foto von uns dann so ein bisschen keck schräg eingeklebt, wo man nur unsere Füße im Laub stehen sieht. Und ich dachte, das reicht. Ja. Das Papier sagt schon alles. Ja. Und ich würde es jetzt nur noch überladen, wenn ich da jetzt noch irgendwas anderes drauf machen würde. Das wäre dann ein White Space, oder? Das wäre in dem Fall, ja, könnte man so sagen. Ja. Jo. Guck. Da bin ich ja doch schon in der Hinsicht ja doch schon so weit. Das wird was mit dir. Ich glaube auch. Der vorletzte Begriff, printable. Ja. Druckbar. Druckbar, genau. Also Dinge zum Ausdrucken. Das kann auch alles Mögliche sein. Es gibt zum Beispiel diesen Begriff Digi-Stamps, weiß ich nicht, ob der das was sagt. Nee, also jetzt so nicht. Motive, also wie Stempelmotive, aber eigentlich zum Ausdrucken, die jetzt auch gerade bei Kartenbastlern zum Kolorieren oder so. Das heißt, du hast nicht mehr vorher dieses Rumgeschmiere, sondern du druckst dir das einfach auf deinem schönen Papier aus und kannst dann darauf direkt kolorieren, wenn es dir halt mehr darum geht, als um das Stempeln. So. Das wäre zum Beispiel ein Printable. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, dann verschiedene Embellishments auszudrucken. Oh, guck mal, Ephemera habe ich vergessen hier auf meiner Liste. Das ist auch so ein Wort. Okay. Ephemera gehen eigentlich auch mit unter die Kategorie Embellishment. Also es ist, Ach so, okay. Es ist ein Dekoartikel. Ja. Aber also in seiner ursprünglichen Bedeutung, Ephemera, sind es so, naja, diese Dinge, die du halt so sammelst, was weiß ich hier, die Kassenzettel, Eintrittskarten und so weiter und so weiter.
Und da kannst du zum Beispiel, also sowas gibt es auch zum Ausdrucken oder Journaling-Spots, also Kärtchen oder Bilder, wie auch immer, wo du dein Journaling reinschreiben kannst, gibt es auch zum Ausdrucken. So gibt es alles Mögliche. Ja. Da gibt es dann auch schon so Vorlagen. Auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir den letzten Begriff, Jo. den ich vorhin schon angeschnitten habe. Ja, Pockets. voll vorgegriffen. Taschen, genau. Taschen sind ganz großartig, auch auf Layouts. Ja. Wo wir es vorhin ja auch beim Journaling von hatten, zum Beispiel, ne, die Möglichkeit für so ein Hidden Journaling, da sind Pockets auch ganz großartig. Nett, genau. Also A, sind die halt einfach irgendwie nice als interaktives Element. Also auch wenn eine Layout-Seite oder eine Scrapbook-Seite jetzt nicht unbedingt das ist, wo ich jetzt persönlich irgendwie viel Action drauf machen würde. Gibt aber auch Leute, die mögen das. Ne? Die bauen da noch irgendwie irgendwelche Klappen und Elemente und Techniken und sonst zum Beispiel irgendwas. mag sowas irgendwie. Ich finde das so ein bisschen, also in meinen Alben sind die Layouts tatsächlich hinter Plastik. Das heißt, um das dann zu benutzen, müsste ich es rausholen. Von daher klemme ich es mir dann an der Stelle. Ja, gut. Aber Pockets finde ich trotzdem nice. Total. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt wir haben ganz tolle Stanzen für Pockets. Diese kleinen, kennst du die? Da sind, ich glaub, sind so ja. kleine Umschläge so zum Reinschieben und da gibt es ja. auch die passenden Kärtchen dazu. Ich glaube in 3 verschiedenen Größen. Stimmt. Die finde ich total cool. Die habe ich mir damals mitgenommen, als ich für das Kreativsüchtig-Magazin Nummer 11 hier Marions Unterstützung zusichern wollte. Und sie sagte, geh mal ins Lager und guck mal, was du da so findest. Und dann habe ich die gefunden und dachte, Yay! darf ich sie haben? Ja, ich durfte. Die liebe ich bis heute. Okay. Ja, Pockets. Genau. Siehste? Ja. Dann haben wir die Liste doch schon mal Dann haben wir abgearbeitet, diese Liste oder? schon mal abgearbeitet. Vielleicht fehlen unseren Hörern ja auch noch irgendwie so ein paar Stichpunkte, was sie schon mal immer erklärt, übersetzt oder wie auch immer haben wollen. Zum Beispiel, ja. Würde ich sagen, können die mal in die Kommentare schreiben. Ne? Genau. Einmal in die Kommentare oder an huhu@kreativdepot.de und dann würden wir uns auf jeden Fall drüber Ich wollte freuen. gerade sagen, leisten wir weiter Aufklärungsarbeit. Genau. Ja, super. Das fand ich jetzt auf jeden Fall wirklich mal eine wichtige Botschaft hier nach draußen, oder? Ja, ich fand haben das wir auch sehr interessant. Also gut auch für gemacht. mich nochmal wieder was Neues. Ja, Weil es ist wie Vokabeln lernen. es ist Wir tatsächlich haben nun mal ein bisschen viele Fachbegriffe im Vokabeln Basteln. Und deswegen machen wir nächste Woche mit den Vokabeln weiter. Ja, sehr gut. Ich freue mich schon drauf. Ich auch. Super, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.